Frau Homberger, Sie erlebten im Jahre 1999 bei einem Arbeitsunfall eine Nahtoderfahrung. Wie kam das? Wie haben Sie das erlebt? Wir sind 1999 in ein neues Haus eingezogen, was vorher ein Musterhaus war. Und dadurch, dass ein technischer Fehler bei der Montage vom Treppengeländer war das Treppengeländer unter Strom. Und ich habe das angefasst und stand somit auch unter Strom. Mein Körper begann innerlich fast zu kochen und mich zog es nach oben. Ich habe zuerst von der Zimmerdecke her mich hängen sehen und dann zog es mich weiter nach oben. Wie weit hoch, das weiß ich nicht, weil ich habe nur den Sog gespürt, groß gesehen habe ich nicht. Es war einfach alles nur so hell. Haben Sie da während dieser Zeit etwas gehört oder gesehen? Gesehen, einfach es war alles nur hell, ein helles Licht. Und ich habe Stimmen gehört, die mir gesagt haben, dass ich wieder zurückkehren muss, dass meine Lebensaufgabe noch nicht erledigt ist. Dass es für mich noch zu früh sei, hier zu sein. Haben Sie die Stimme erkannt? Von der Stimme her war es meine Großmutter, die mir das gesagt hat. Und wie kamen Sie wieder zurück? Das war wie wenn man einen Schalter umlegt. Oder wie wenn man eine Autotür zuknallt. Ich war sofort wieder zurück. Genau in dem Moment, als ich vom Strom getrennt wurde. Was hat diese Nahtoderfahrung bei Ihnen bewirkt? Diese Nahtoderfahrung hat bei mir bewirkt, dass mir bewusst wurde, dass es noch mehr gibt als nur das, was ich jeden Tag erlebe, als das, was ich anfassen kann. Dass da noch irgendetwas mehr sein muss. Ich hatte damals einen Hund von der Rasse Hoverwart und die war mit 1,5 Jahren bei der Züchterin und dort wurde sie getreten. Das heißt, sie hatte nachweislich ein Schleudertrauma in der Wirbelsäule gehabt. Ich habe lange gesucht, wie ich ihr helfen kann. Und mir ist aufgefallen, dass wenn sie mir sich auf meine Füße gelegt hat, dann hatte ich so ein Stechen, so wie wenn jemand mit vielen Nadeln in meinen Oberschenkeln reinsticht. Es war sehr schmerzhaft, aber ich konnte meine Füße nicht unter ihr hervorziehen. Und wenn sie dann aufgestanden ist, dann ist sie rumgerannt wieder wie ein junger Hund. Konnte wieder alle Bewegungen machen, wo sie vorher nicht mehr konnte. Und das hat mich dann auf die Suche geleitet, dass ich angefangen habe zu überlegen, was ist mit mir los, dass das möglich ist. Und so habe ich dann mal einen T-Touch-Kurs gemacht. Das heißt, der Hund wird so mit Kreisbewegung behandelt. Und dort wurde mir klar, dass ich das gar nicht machen kann, weil meine Hände etwas anderes machen. Ich habe herausgefunden, dass meine Hände in der Lage sind, Schmerzen zu ziehen. Ich kann mit den Händen Schmerzen aus dem Körper herausziehen, egal ob es Mensch oder Hund oder Tier ist. Ich habe auch, nachdem dass ich das bei meinem Hund ausprobieren durfte, als sie so immer so schön stillgehalten hat, habe ich das dann auch beim Menschen versucht. Das war dann ein Ausprobieren. Ich habe den Reiki-Meister gemacht, um herauszufinden, wie muss ich die Hände halten, um nachher das alles zu entdecken, dass es eben einfacher geht. Und ich habe auch sehr vielen Menschen, durfte ich helfen, zum Beispiel mit Rückenproblemen, dass ich die Schmerzen aus dem Rücken herausziehen konnte, so dass jemand, der kaum mehr aufstehen konnte, weil er so Schmerzen hatte im Rücken, nachher wieder normal aufstehen konnte am Morgen. Dass er seine Schmerzen los war. Und wenn dieser Mensch nachher auf sich geachtet hat, kamen die Schmerzen auch nicht wieder zurück. Dann hat diese Nahtoderfahrung bewirkt, dass Sie Ihre heilenden Kräfte entdeckt haben. Richtig, es hat auf der einen Seite konnte ich dadurch meine heilenden Hände entdecken und auf der anderen Seite habe ich entdeckt, dass es noch mehr gibt als das, was wir sehen, als das, was wir im Alltag wahrnehmen. Sie hatten im Jahre 2005 ein weiteres Erlebnis. Können Sie davon erzählen? Ja, dadurch, dass ich ja energetische Arbeiten gemacht habe, auch bei Menschen, also Menschen behandelt habe und auch Tiere, kam es dann irgendwie, dass ich für Wesen interessant wurde. Und diese Wesen, die waren an meiner Energie interessiert und wollten, dass ich für sie arbeite und nicht auf die Möglichkeit des Helfens, sondern eher auf die Möglichkeit des Schadens. Und das war aber kam für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich helfen möchte und ich möchte niemandem schaden. Kann man das so verstehen, dass Sie während dieses Erlebnisses die Stimmen gehört haben und die Gestalten gesehen haben? Ja,
Bei diesem Ereignis ist bei mir das aufgegangen, dass ich das rein feinstoffliche sehen darf und auch hören darf. Und können Sie eine solche dunkle Gestalt noch beschreiben? Ich habe sie nur noch so in Erinnerung, dass sie einfach sehr dunkel waren, dunkel angezogen und die Gesichter waren sehr schemenhaft. Sie hatten so Kapuzen an. Und wie konnten Sie sich lösen von dieser Bedrohungssituation? Ich habe einfach wirklich in den Nächten gesungen, so dass ich bei mir bleiben konnte. Laut konnte ich es ja nicht, weil mein Mann ja neben mir schlief. Dadurch, dass ich gesungen habe, war wie die Leitung besetzt und die anderen kamen gar nicht mehr durch. Und konnte mich so auch nicht mehr versuchen, mich zu beeinflussen. Also sie haben mir zum Beispiel Versprechungen gemacht, dass wenn ich auf ihre Seite komme, dass ich dann reich werde. Und wenn ich gesagt habe, nein, danke, habe ich keinen Bedarf, dann haben sie einfach mit Drohungen versucht, mich zu überzeugen. Wobei ich bin auf diese Sachen gar nicht eingegangen, weil für mich ganz klar war, ich will meine heilenden Hände positiv einsetzen, also zum Wohle der Menschen und nicht, um irgendjemandem zu schaden. Und dadurch, dass ich da hartnäckig blieb, haben die dann auch immer mehr Abstand genommen. Weil sie einfach gemerkt haben, dass sie keine Chance haben, dass ich nicht umzustimmen bin. Und ich habe nie mit Angst reagiert, sondern einfach durch das Singen habe ich mich ja automatisch in eine höhere Schwingung begeben und bin nicht eingestiegen auf irgendwelche Herzschmerzen oder auf den Puls, den ich hatte, sondern ich habe einfach versucht, ruhig zu bleiben und zu wissen, ich bin beschützt, egal was passiert, ich bin in Sicherheit. Dann war das ein Angriff von niederen Geistern, kann man das so formulieren? Ja, das kann man so formulieren. Was hat sich in der Folge dann entwickelt nach diesem Erlebnis? Ich konnte immer mehr Geistwesen sehen. Am Anfang war es schemenhaft, so wie durchsichtig. Und mit der Zeit wurden sie immer klarer. Und heute ist es so, dass sie so klar sind, dass ich nicht unterscheiden kann, ob jemand im grobstofflichen Körper ist oder ob jemand rein feinstofflich neben mir hergeht. Das gab dann auch sehr lustige Begegnungen, da ich dann Selbstgespräche für Außenstehende geführt habe, weil ich dann einfach festgestellt habe, da steht einer neben mir und spricht mit mir, hat mir Fragen gestellt, ich habe die Fragen beantwortet, habe selber Fragen gestellt, die hat er mir beantwortet und Leute haben mich so ganz komisch angeguckt. Und da wurde mir dann klar, okay, hier läuft was falsch und habe denjenigen dann gefragt, wenn ich dich jetzt anfassen würde, habe ich da Widerstand oder habe ich da keinen Widerstand? Und er hat dann gemeint, nein, da hast du keinen Widerstand. Und seit diesem Zeitpunkt frage ich immer, wenn jemand so neben mir hergeht und mich was fragt oder mit mir spricht, wenn ich dich anfasse, kann ich dich anfassen, habe ich Widerstand oder habe ich keinen Widerstand? Und wenn der dann sagt, nein, kein Widerstand, dann denke ich das Gespräch. Und somit erschrecke ich auch mein Umfeld ein bisschen weniger. Wann haben Sie das zum ersten Mal bemerkt, außer dieser besonderen Erfahrung? Und da fuhr ich mit dem Auto und ich hatte plötzlich jemand, der neben mir saß, obwohl physisch mein Beifahrersitz leer war, habe ich ihn trotzdem gesehen, dass jemand da sitzt und mit mir plötzlich spricht. Er war völlig erstaunt, dass ich ihn verstanden habe, obwohl ich ja Auto fuhr und mich auf das Autofahren konzentrieren sollte. Ich war einfach so total entspannt. Ich fahre auch sehr entspannt und dadurch war es mir möglich, ihn zu sehen und zu hören. Und was hat er gesagt? Er hat meinen Fahrstil kritisiert. Und gab es noch weitere Erfahrungen, die Ihnen da bei diesen Begegnungen mit diesen Geistwesen gut in Erinnerung geblieben sind? Ja, wenn ich zum Beispiel ein Tier behandle, ich habe auch ein Pferd mal behandelt, das hatte Rückenschmerzen und dann hat mir ein Geistwesen erklärt, woher das die Rückenschmerzen kommen und konnte so natürlich das der Besitzerin mitteilen. Und sie hat dann dafür gesorgt, dass derjenige, der das Pferd geritten hat, eben das Pferd nicht mehr reitet, weil derjenige völlig falsch sitzt und auch eine falsche Wirbelsäulenhaltung hat. Und somit hat sich diese Fehlstellung auf das Pferd übertragen. Und das war mir ja nur möglich, das zu erklären, weil ich es gehört habe. Dann nutzen Sie seither diese Begabung für Ihre energetische Arbeit? Das ist richtig, ja. Denn wenn ich so eine Information bekomme, dann gebe ich die einfach ungefiltert weiter. Ich überlege nicht, ist es möglich, ist es nicht möglich, sondern ich gebe es 1:1 weiter, weil mein Gegenüber weiß ja nachher selber, was es damit anfangen soll. Also kann man sagen, dass Sie im täglichen Leben immer wieder mal Geistwesen sehen oder hören?
Ja, wenn ich zum Beispiel im Garten etwas mache, dann ist mein Pate, er war Landschaftsgärtner, dann kritisiert er mich, wenn ich die Pflanzen falsch abschneide, dass ich dann vielleicht höher schneiden sollte oder tiefer. Oder ich bekomme auch Ratschläge, wenn ein Baum irgendeinen komischen Ausschlag auf den Blättern hat, dann sagt er mir, wie ich das beheben kann. Da bekomme ich von ihm wortreiche Unterstützung. Ja, das heißt, dass diese Geistwesen auch sich für das alltägliche Leben der Menschen interessieren. Ja, wenn ich zum Beispiel graviere und Löcher bohre, dann kommt mein verstorbener Mann und er versucht mir dann immer klarzumachen, wie ich die Maschine zu bedienen habe, dass ich die Löcher einfacher mit Berechnung bohren kann. Nur da ich dann meistens auf die falsche Seite drehe, nützt die ganze Berechnung nachher nichts mehr. Sie gravieren, also war Ihr verstorbener Mann, hat Schilder graviert. Ja, er hat Schilder graviert und ich mache diese Tätigkeit, führe ich jetzt weiter. Kommt er regelmäßig zu Ihnen? Können Sie mit ihm sprechen? Also ich kann mich normal mit ihm unterhalten. Es ist so wie wenn im Kopf eine Unterhaltung stattfindet. Also ich höre auch die Stimme und von außen her jemand anders hört es nicht. Manchmal ist es auch lustig, wenn da plötzlich ich in einer Runde sitze und irgendein Geistwesen eine komische Bemerkung macht. Da muss ich manchmal dann aufpassen, dass ich nicht laut loslache, denn die anderen würden das ja nicht verstehen, weil sie ja das nicht hören. Sie sagen, Sie sehen diese Geistwesen auch. Ja. Wo sehen Sie diese Geistwesen? Können Sie vielleicht noch ein paar Beispiele machen? Also zum Beispiel, wenn ich am Pflanzenschneiden bin, dann steht er direkt neben mir, rechts von mir und versucht auch meine Hand zu steuern. Also, dass er sagt, tiefer, tiefer, höher. Dass er so mit seinen Worten versucht, meine Hand so zu steuern, dass ich dort am richtigen Ort abschneide. Oder wenn mein Mann da ist und ich Löcher bohre, er kommt meistens nur dann, wenn ich am Löcher bohren bin, weil ihn das nervt, dass ich das nicht berechnen kann, sondern immer auf dem Weg des Ausprobierens gehe. Dann steht er steht meistens links von mir. Können Sie auch die Kleider beschreiben oder wie sehen sie aus? Also sie haben in der Regel das an, was ich gewohnt war, was sie anhatten. Ich sehe auch viele Geistwesen einfach nur als Leuchtpunkte. Ihr Mann ist ja seit längerer Zeit verstorben. Hat er auch einmal Ihnen erzählt, wie es ihm geht in der jenseitigen Welt, was er dort tut oder macht? Also er hat erzählt, dass er sein Leben bearbeitet hat, also die Rückschau gehalten hat und das, was er in seinen Augen nicht richtig gemacht hat, also ohne Wertung, einfach wirklich, wie er das Gefühl hatte, das hätte ich besser lösen können. Das hat er dann nochmal befriedet auf der anderen Seite, so dass es auch Auswirkungen in unserer Welt, das im Grobstofflichen hat. Und er ist jetzt in der Weiterbildung, weil er ein sehr starker Heiler war, hat aber seine Hände nie eingesetzt, weil er den Mut nicht hatte. Das hat gezeigt, dass er auch eine gewisse Unsicherheit hatte, dass er das noch nicht nach außen vertreten konnte. Und das ist er jetzt am Bearbeiten, dass er mehr Sicherheit darin bekommt. Dass er auch sagen kann, ich mache es jetzt im nächsten Leben, will ich das wirklich durchführen. Sie sagen, er macht eine Ausbildung. Ja, das ist eine Ausbildung der geistigen Welt, wo ihm einfach erklärt wird, wie er die Hände halten kann, wie er sich fokussieren kann, worauf er achten soll. Einfach der ganze Ablauf, wie der am besten funktioniert und wie man am meisten auch erreichen kann. Hat Ihr Mann auch erzählt, wie die Umgebung in der jenseitigen Welt ist, wie er dort lebt? Er hat nur immer gesagt, du kannst es so vergleichen wie hier auf der Erde. Es ist einfach wunderschön. Erleben Sie ja auch noch weitere Geistwesen um sich? Ich spüre und höre meine geistigen Führer. Je nachdem, welche Arbeit das ich mache, wechseln die, sind nicht immer die gleichen. Wenn ich zum Beispiel energetische Wirbelsäulenbehandlung mache, kommen andere, die mich dann beraten oder mir Ratschläge geben, wie ich es besser machen kann und auch aktiv eingreifen. Sie lösen dann Blockaden aus den Wirbelsäulen raus und füllen Licht und Liebe ein. Und da bin ich in dem Sinne nur der grobstoffliche Körper, der die Hände zur Verfügung stellt, dass sie durch mich hindurch arbeiten können. Wissen Sie, wie diese Geistführer aussehen? Können Sie diese beschreiben? Also
Das sind unterschiedlich, sie sehen auch unterschiedlich aus. Diejenigen, das sind 2, die bei den Wirbelsäulenbehandlungen dabei sind. Der eine hat so blonde, wellige Haare und meistens so einen blauen Mantel an. Und der andere, der ist eher im Grünton, auch so ein Mantel, so eine Art Umhang. Mhm. Und wenn sie einem angucken, dann spürt man einfach nur die bedingungslose Liebe, die sie ausstrahlen. Sind das männliche oder weibliche Wesen? Der blaue, das ist ein männliches Wesen und die grüne ist ein weibliches Wesen. Sie sagen, dass diese Wesen eine bedingungslose Liebe ausstrahlen. Wie erleben Sie das? Wenn ich zum Beispiel ein bisschen schlechte Laune habe und sie auftauchen und sie mich anschauen, dann erfüllt sich mein ganzer Körper mit so viel positiver Energie und Liebe, dass man gar nicht mehr stinkig sein kann, sondern dass man einfach nur noch lachen und fröhlich ist. Es wird alles viel einfacher und leichter. Und Probleme, die man vorher als Probleme wahrgenommen hat, die verpuffen einfach. Und man sieht plötzlich nur noch die Lösungen. Frau Homberger, gibt es ein Erlebnis, das Sie mit Menschen erlebt haben, die Sie kannten und die Sie dann erlebten, als sie gestorben sind? Ja, es gibt ein Ereignis. Von meinem Vater ist die Schwester gestorben und wir gingen dann zu der Beerdigung und saßen nachher in der Kirche. Und das war spannend, weil ich habe sie dann neben mir sitzen sehen und der Pfarrer hat dann von ihrem Leben erzählt, wie gut das sie war, wie sehr sie mir geholfen hat. Und sie saß neben mir und hat immer kommentiert und gesagt, ja, musste ich ja, hat man von mir erwartet. Und dann hat er gesagt, ja, sie war so gütig und hat auch jeden verpflegt. Jeder Reisende, der kam, bekam bei ihr irgendetwas zu essen. Und dann hat sie wieder neben mir gesagt, ja, da hat man ja von mir erwartet. Und das war so, alles, was der Pfarrer vorne gesagt hat sie richtig gestellt, so wie sie es damals erlebt hatte. Und das war für mich sehr lustig. Ich musste mich einfach beherrschen, dass ich da nicht laut rauslache von diesen Kommentaren, weil sie wirklich das sehr amüsant gemacht hat. Mhm. Und theoretisch war es ja ein trauriger Umstand, aber sie hat das völlig locker gesehen und für sie war das sowas von doof, was der erzählt hat, dass sie wirklich alles kommentiert hat und richtig gestellt hat. Haben Sie auch einmal erlebt, dass eine Person, die vorher nichts geglaubt hat, sich bei Ihnen gemeldet hat? Ja, das war meine Mutter. Ich durfte sie einmal kurz vor einem Herzinfarkt erwischen. Also sie hat mich angerufen und ich habe gespürt, dass da ein Herzinfarkt kommt, habe dann meinen Bruder mobilisiert, dass er wirklich Notruf und alles betätigt, dass ihr geholfen wird, dass es eben nicht zum Herzinfarkt kommt. Und wir haben sie vorzeitig gerade noch erwischt, so dass sie ärztlich betreut wurde, bevor der Herzinfarkt ausgelöst wurde. Mhm. Und sie hat, als sie dann gestorben ist, kam sie dann mal zu mir und hat erklärt, dass sie nie geglaubt hätte, was ich sage oder was ich sehe, und dass ich erkennen konnte und dass sie im Irrtum war, dass es eben doch so ist, dass ich es gesehen habe und auch richtig reagiert habe. Mhm. Das war für mich damals eine schöne Bestätigung, dass ich es richtig fühle und auch richtig gehandelt habe, weil ich einfach gleich in die Handlung ging, in die Lösung. Wenn es Personen gibt, die Ihnen nicht glauben, dass sie Geistwesen sehen oder hören können, was sagen Sie diesen? Ich versuche ihnen einfach mit einfachen Worten zu erklären, dass es das gibt und dass sie sich öffnen können dafür. Und dass jeder wird täglich begleitet von Geistwesen. Ob sie es sehen oder ob sie es nicht sehen oder ob sie es hören oder ob sie es nicht hören können. Jeder hat diese Begleitung. Und oft kommt es doch so vor, dass man einen Weg einschlägt und irgendetwas passiert, dass man das nicht weitermacht, weil das Telefon klingelt oder irgend sowas Banales passiert. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man immer wieder in die richtige Richtung Lebensziel, wo man selber gewählt hat, gestoßen wird. All das, was uns Freude bereitet, all das, was uns Spaß macht, wo wir lachen können, wo wir in der Leichtigkeit sind, das ist genau der richtige Weg.
den sollte man weiter verfolgen, weil dann sind wir auf dem richtigen Weg, unser Lebensziel zu erreichen. Was für Auswirkungen hatten all diese Erlebnisse auf Ihr Leben, auf Ihr Weltbild? Die größten Einflüsse in meinem Leben vermute ich, egal was kommt, egal welches Hindernis das kommt, ich sehe es an und schiebe es auf die Seite, weil ich weiß, es gibt die Lösung. Mhm. Ich verhafte nicht mehr in Problemen, sondern ich gehe direkt in die Lösung. Wenn irgendwo etwas passiert oder wo schlechte Nachrichten kommen, das läuft bei mir so einfach durch. Mhm. Es hat keinen Halt mehr. Es beeinflusst mich aber auch nicht mehr im Denken. Es hindert mich nicht oder es bringt mir keine Angst, weil ich weiß, dass ich in der Sicherheit bin. Ich lebe in der Sicherheit, egal was draußen gerade los ist. Ich kann unter todkranken Menschen, die ansteckende Krankheiten haben, kann ich mich bewegen, ohne dass ich irgendwie noch ein Fitzelchen Angst habe. Ich denke, man kann sogar sagen, ich ruhe in mir selber. Und dadurch ist mein Leben einfach ein Ort, wo mir sehr viel Spaß macht. Frau Homberger, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.